Marmormehl und Wellpappe passen gut zusammen. Wie es geht, zeige ich dir in diesem Video. Ich habe mir hier für meine Leinwand von 50 x 70 cm ein genau gleiches Stück Wellpappe zugeschnitten. So kann ich am besten die Proportionen der Figur, die ich jetzt rausnehmen will, sehen. Und mit einem Filzstift zeichne ich jetzt ungefähr die Figur vor. Das muss nicht im ersten Wurf gleich passen. Da kann man noch ein bisschen korrigieren, sodass es also nicht parallel läuft und nicht symmetrisch erscheint, sondern sehr organisch. Wenn die endgültige Figur steht, dann wird sie nicht mit der Schere ausgeschnitten, sondern ich nehme eine Pipette, die mit Wasser gefüllt ist, und gehe an den Rändern entlang. Du kannst das gleiche auch mit einem Pinsel machen, den du gut anfeuchtest und leicht dann an diesen Rändern entlang streichst. Mit einer Pipette geht es nur etwas leichter. Und dann kannst du das benötigte Stück entlang dieser Wasserlinie abreißen. Die Wellpappe wird dann mit ganz normalem Acrylbinder aufgeklebt. Ich habe mir dieses Stück in Position gelegt und fange jetzt ganz langsam an, von unten die Leinwand einzustreichen, klebe dann diesen ersten Teil auf. Und jetzt ganz wichtig, du gehst auch mit dem Acrylbinder über die Wellpappe, sodass sie versiegelt wird und für die nächsten Farbaufträge gut vorbereitet ist. Und dann arbeitest du dich stückchenweise nach oben vor. Nach einem halben Tag ist es durchgetrocknet und jetzt kommt der erste Farbauftrag. Ich gehe jetzt einmal hier von oben nach unten mit Acrylfarbe in Weiß über die Wellpappe und setze dann noch in die feuchte weiße Farbe schwarze Akzente. Das heißt, es wird ein Grau in einigen Bereichen und je weiter ich nach unten komme, desto dunkler wird es auch.
Ich habe hier bereits 600 Gramm Marmormehl und 400 Gramm Acrylbinder zusammengemischt. Ich beginne jetzt mit dem ersten Auftrag direkt am Rand zur Wellpappe und bleibe auch zunächst in diesem Bereich. Gehe also gar nicht bis nach ganz rechts an den Rand der Leinwand, sondern schaue jetzt erstmal, dass ich diesen Bereich bis unten zum Ende der Wellpappe gut angefüllt kriege. Ihr müsst über die Wellpappe, die muss also zugedeckt sein, und es ist auch hier über der Wellpappe auf jeden Fall etwas dicker, als es dann später zum Rand wird. Dann wird der Bereich bis zum Rand auch mit Marmormehl gefüllt. Das ist aber deutlich dünner, als es direkt bei der Wellpappe ist, sodass dieser Bereich nicht so stark brechen wird, wie es dann direkt im Kontakt mit der Wellpappe passiert. Die andere Seite erhält natürlich auch Marmormehl und so sieht das Werk am Ende dieses Arbeitsschrittes aus. Nach 2 Tagen sind tolle Risse entstanden und wir können nun mit dem Farbauftrag beginnen. Dieser Farbauftrag besteht nur aus Paynes Grau, was ich ganz stark verdünne, sodass ich eine sehr flüssige Farbe bekomme, die gut in diese Vertiefungen dringen kann. Damit die Farbe gut fließt, sprühe ich jetzt das ganze Bild leicht mit Wasser ein und kann dann starten. Damit die tollen Strukturen vom Marmormehl auch richtig zur Geltung kommen, müsst ihr dafür sorgen, dass beim Farbauftrag genügend Farbe in die Zwischenräume läuft. Deshalb bleibe ich jetzt auch erstmal am Rand, kümmere mich noch gar nicht um die Wellpappe, die kommt erst später dran, sondern sehe jetzt erstmal zu, dass ich hier eine gute deckende Schicht, und ihr seht, ich reibe auch immer wieder mit dem Pinsel, dass es in die Vertiefungen dringt, dass die also nicht mehr weiß hervorblitzen, sondern dunkel werden. Damit die Farbe auf der Wellpappe gut fließt, sprühe ich noch einmal den Bereich ein und dann geht es auch mit der Farbe hier weiter. Ich streiche einfach den Bereich in Richtung der Wellpappe von oben nach unten ein und sorge dafür, dass überall erstmal einmal eine Farbschicht entsteht. Und bevor ich den restlichen Teil des Bildes dann mit Farbe versehe, gehe ich auch hier nochmal mit der Sprühflasche drüber, damit der Untergrund einfach gut benetzt ist und die Farbe ordentlich fließen kann. Das gesamte Bild ist noch nass mit der Farbe und ich nehme nun ein bisschen Farbe weg. Das heißt, ich habe einen sehr nassen Pinsel, gehe drüber, jetzt gerade im Bereich der Wellpappe, und nehme hier Farbe weg, um das Ganze an einigen Stellen aufzuhellen.
Damit die Strukturen noch besser betont werden, nehme ich jetzt mit einem Küchenkrepp etwas Farbe von den oberen Bereichen vom Marmormehl weg, so dass die dunkleren Strukturen besser zur Geltung kommen. Um dann den Wellencharakter der beiden Marmormehlstrukturen noch besser zu betonen, werde ich jetzt die übrig gebliebenen dunkleren Bereiche nochmal mit etwas Farbe verdunkeln, noch mehr intensivieren. Die Schicht mit der flüssigen Farbe muss einen Tag trocknen. Dann können wir den letzten Effekt drauf geben, indem wir einfach mit Weiß nochmal die helleren Stellen und den Rand zur Wellpappe betonen. Ich habe hier eine Rolle und weiße Acrylfarbe. Ich nehme sehr wenig an diese Rolle. Probiert es am besten mal auf Zeitungspapier aus, nicht dass ihr plötzlich einen Fleck auf dem Bild habt. Und dann fangt ihr ganz langsam an zu rollen, ohne Druck auszuüben. Also wir rollen keine Wand, sondern wir nehmen jetzt einfach nur ganz vorsichtig uns diese erhabenen Strukturen vor. Das Material nimmt quasi die Farbe von ganz alleine von der Rolle. Die mit der Rolle aufgetragene Farbe ist nach einer Stunde trocken und du kannst lackieren. Ich nehme hier einen glänzenden Acryllack. Glänzend macht sich sehr gut bei etwas dunklerem Untergrund und ich verdünne den noch mit Wasser. Ich probiere das dann mit dem Pinsel aus, dass er nicht zu dünn ist. Das ist ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber es ist nicht die Hälfte an Wasser, die ihr braucht, es ist weniger. Trotzdem muss er dünn sein, weil er sonst nicht in die Vertiefungen dringt. Den Lack trage ich in einer ersten Schicht sehr dick auf, damit auch alle Vertiefungen mit Lack gefüllt werden. Danach lege ich mit einem trockenen Borstenpinsel die Vertiefungen wieder frei, sodass sie auch sichtbar sind und nicht durch den Lack zugeschwemmt sind.